Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um kleine Näharbeiten, um Quilten und um Patchwork. So wie heute. Heute geht es um diesen super einfachen Anfängerblock. Wenn ihr Lust habt, diesen wirklich sehr leichten Anfängerblock einmal zu arbeiten, dann bleibt jetzt einfach dabei. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Wenn ihr diesen super einfachen Anfängerblock einmal selber patchen möchtet, braucht ihr wenigstens 2 Stoffe. Ihr könnt jede Menge mehr Stoffe nehmen. Wir fangen mit 2 verschiedenen Stoffen an. Aus beiden Stoffen schneiden wir jeweils ein 3 Inch großes Quadrat zu. Wenn ihr mit Zentimetern arbeitet, entsprechen unsere 3 Inch einer Größe von 7,5 x 7,5 Zentimetern. Wenn ihr kleiner anfangt, funktioniert das Prinzip nicht. Ihr legt beide Quadrate aufeinander, mit den rechten Seiten zueinander und wir nähen einmal mit einem 1/4 Inch Nahtzugabe um unsere beiden Quadrate herum. Ich habe ein Standardnähfüßchen eingespannt. Wenn ihr mit dem Standardnähfüßchen Füßchen breit steppen möchtet, habt ihr eine Nahtzugabe von 7,5 mm. Schiebt ihr die Nadel zur Stoffaußenseite, habt ihr eine Nahtzugabe von 5 mm. Wir möchten mit einem 1/4 Inch Nahtzugabe nähen, das heißt, wir setzen die Nadel wieder in die Mitte und ich habe mir hier einen Helfer gearbeitet. Wie ihr diesen Helfer arbeitet, der euch genau eine Nahtzugabe von einem 1/4 Inch gibt, obwohl ihr mit einem Standardnähfüßchen arbeitet, das habe ich euch hier oben rechts in die Infobox gepackt. Unsere Stoffe liegen super genau aufeinander. Ihr könnt die Stoffe stecken. Ihr könnt sie aber auch mit dem Finger zusammenhalten. Das Ganze ist noch recht klein, das geht mit dem Finger noch ganz wunderbar. Und wir nähen einmal mit einem 1/4 Inch ab. Ich habe hier meine 3 Linien. Die schwarze Linie zeigt mir die Naht an. Die rote Linie zeigt mir an, wo meine Stoffkante entlang laufen soll. Und wir nähen los. Wenn ihr hier jetzt Angst habt, ihr dreht den Stoff in falsche Richtung, ihr könnt einmal die Nadel versenken, könnt das Ganze heben und könnt das einmal rüberdrehen. Und wenn ihr dann Angst habt, das ist falsch, könnt ihr eure Naht auch einmal bis zum Ende durchnähen. Dann haltet ihr die Nadel oben und ihr dreht das Ganze einmal unter der Nadel. Ups, so. Wir setzen erneut unsere Naht an. Die Stoffaußenkante passt zur roten Linie. Und wir nähen los. Ihr könnt auch die Nadel im Stoff stecken lassen und ausprobieren, ob ihr schon weit genug seid oder ob ihr vielleicht noch 1 oder 2 Stiche nähen müsst. Und weiter geht's. Wir brauchen am Anfang und am Ende der Naht nicht verriegeln. Wir nehmen einen sehr kleinen Stich. Ich habe hier einen Stich von, was habe ich hier, 1,5 mm genommen. Unser Ergebnis bügeln wir kurz und zeichnen nun einmal eine Linie von einer Spitze zur nächsten. Und ihr seht, hier kann man schon so ein bisschen sehen, so ganz gerade ist das gar nicht. Das stört uns nicht. Das ist wirklich ein sehr einfacher Anfängerblock, da braucht man nicht zu sehr auf irgendwas achten. Wir zeichnen unsere Linien, wir korrigieren nach jeder Runde neu, sodass Fehler, die wir eingebaut haben, noch in der gleichen Runde wieder behoben werden. Das Ganze ziehen wir nun auseinander, beide Stoffstücke trennen wir voneinander und wir schneiden einmal unsere eingezeichnete Linie ein, möglichst so, dass die Stoffrückseite am Stück bleibt. Wenn wir da einmal eingeschnitten haben, schneiden wir unsere Linie auf bis in die Spitze an allen 4 Seiten. Wenn wir das haben, legen wir das Ganze einmal auseinander. Können wir so ein bisschen mit dem Finger lang pressen. Können wir, müssen wir nicht.
und wir können das Ganze bügeln. Können wir, müssen wir nicht. Wenn euch das Video gefällt und ihr mir das gerne mitteilen möchtet, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben, das sehe ich dann sofort und ich freue mich riesig darüber. Dieses Ergebnis bringen wir nun wieder in eine Form. Ich arbeite hier mit Inch, also nehme ich mir jetzt auch wieder mein Inch-Lineal. Diese Mittellinie vom Lineal wandert von einer Spitze zur gegenüberliegenden Spitze. Und da schneiden wir dann ungefähr mit unserem Rollschneider zu. Und so schaut unser Ergebnis nun aus. Wir haben rot angefangen, das heißt, ich habe rot angefangen, die nächste Runde war grün. Die dritte Runde könnte nun eine beliebige Farbe bekommen. Bei mir wird es wieder rot. Ich nehme ein rotes Stück Stoff, lege beide rechten Seiten aufeinander. Das Ganze schneide ich einmal auf gleiche Größe. Wenn ich mag, stecke ich mir das mit einer Nadel zusammen und wir nähen einmal um unsere Außenkanten herum. Das Ganze holen wir wieder unter der Nähmaschine hervor. Wir entfernen die Nadel. Wir pressen das Ganze einmal. Das ist unsere schon genähte Seite. Das ist unsere neue Seite. Und auf der einheitlichen Stoffseite zeichnen wir nun wieder unser Kreuz. Von einer Spitze zur nächsten. Das muss nicht hundertprozentig genau sein. Das kann irgendwie in etwa genau sein. So schaut das Ganze aus und wir schneiden unser Kreuz wieder offen. Das haben wir. Wir schlagen unsere Seiten nach außen und tada, das Ganze nimmt langsam Form an. Wir können das wieder mit dem Finger ein bisschen pressen oder wir können das bügeln oder wir können das einfach so lassen. Es ist unser Block, wir können das machen, wie immer wir das möchten. Das Ganze, wie auch immer wir das möchten, schneiden wir auf jeden Fall zu einem Quadrat zurück. Wir richten wieder beide Punkte mit unserer Linie aus. Wir möchten das Ganze auf 3,5 Inch trimmen. Das sieht doch aus, als möchte das so werden. Das schneiden wir einmal zu. Nun legen wir hier schon 3,5 Inch an und schneiden auf der anderen Seite einfach mal zurück. Weiter geht's mit Grün. Wir legen unsere grüne rechte Seite nach oben. Wir legen unser fertiges Stück, unser etwas größeres Mini-Patch zueinander. Wenn ihr mögt, könnt ihr das jetzt schon stecken. Das wird immer einfacher, weil unser Patch immer größer wird. Das Ganze schneiden wir wieder zu. Und wir nähen mit einem Viertel-Inch Nahtzugabe um unser neues Stoffstück. So schaut das Ganze aus. Wir ziehen Linien. Wir schneiden das Ganze auf. Wir schlagen das nach außen. Und wir schneiden erneut zu. Mein nächstes Stoffstück wird wieder rot, dann wieder grün, dann wieder rot und so weiter. Und Runde für Runde bauen wir so unseren Block auf. Haben wir unseren Block einmal auf richtige Größe vorbereitet, können wir uns entscheiden, wir lassen unseren Block genau so oder aber wir verändern unseren Block. Dieser Block hat jede Menge Möglichkeiten, ihn nochmal zu verändern. So, ich trage mir einmal meine Viertel ein und ich zerschneide meinen Block in 4 gleich große Quadrate. Wenn ich meinen Block zerteilen möchte und ich habe meine 4 Punkte schon eingebügelt, dann kann ich hingehen, kann am Lineal meine 45-Grad-Linie wählen, lege die am vorletzten Quadrat an, Moment, und habe jetzt 4 Punkte, über die ich mein Lineal ausrichten kann. Einmal meine eingebügelten Ecken, meine 45-Grad-Linie und den äußeren Rahmen, der mir nochmal vorgibt, ob ich wirklich gerade bin. Wenn alle Punkte übereinstimmen, schneide ich meinen Block einmal in 2 Hälften und in Viertel. So sieht das Ganze aus. Nun kann ich hingehen und ich kann sagen, Moment, ich setze in meinen Block noch einmal Streifen ein, sodass ich jedes Viertel für sich gearbeitet habe. Oder ich kann sagen, ich setze ein Eieruhr-Thema. Wenn ich mag, setze ich eine Windmühle zusammen.
Vielleicht möchte ich das Ganze aber auch in Reihe setzen. Spielt mit der Idee einfach mal ein bisschen rum und schaut, was passiert, wenn ihr das Ganze in Viertel setzt. Eine weitere Möglichkeit, die ihr mit diesem Block habt, ist, ihr näht zwei gleiche Blöcke zueinander mit den rechten Seiten zusammen und näht einmal komplett außen herum. Ihr tragt an einem der beiden Blöcke wieder eure Mitte ein, von Spitze zu Spitze auf beiden Seiten. Das schneiden wir wieder auseinander. Achtet darauf, dass ihr nur durch eine Seite schneidet. Das Ganze schlagen wir wieder auseinander. Hier könnt ihr auch misslungene Blöcke, die ihr nicht wirklich wegschmeißt, die ihr aber auch gar nicht so wirklich weiterverarbeiten möchtet, die könnt ihr ganz wunderbar hier als Konterblock, den ihr dann auseinanderschneidet, wählen. Ihr erzielt ganz fantastische Effekte damit. Probiert das einfach mal aus. Und wir erhalten ein super spannendes neues Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt dieser Block und ihr probiert ihn selber einmal aus. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr diesen Block umsetzt, was ihr daraus macht. Das würde mich sehr interessieren. Nun wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!